Endeffekt ist der E36 das Auto für mich. Das war es schon, seit es damals rausgekommen ist. Ich bin 95er Baujahr, das heißt, ich bin quasi gleichzeitig mit den Autos groß geworden. Ich habe die Autos schon immer als das perfekte Bild eines Autos wahrgenommen. Das war für mich schon immer das Nonplusultra-Auto von der Seitenform. Ich bin ja tatsächlich mehr der Limousinen-Typ. Coupé finde ich auch spitze, aber allein, es stimmt einfach alles in meinen Augen. Also da gibt es tatsächlich nichts zu meckern bei den Autos. Du kannst alles selber reparieren, die sind einfach, die sehen stilvoll aus, die haben Charakter. Es macht einfach Spaß und ich hatte schon mal einen gehabt. Den habe ich schweren Herzens damals abgegeben, weil es auch bloß ein Winterauto war und ich habe es beim Kauf schon bereut, also beim Verkauf. Und deswegen wollte ich unbedingt wieder eins haben. Und somit bin ich dann zu dem Auto gekommen. Und jetzt ist es mein Leben. Also ich werde damit begraben. Im Endeffekt waren das eine Reihe von Zufällen, die das Auto so werden lassen haben, wie es jetzt im Endeffekt ist. Ich habe mir das Auto gekauft in der Ambition, dass ich einfach ein Auto habe zum Kaputtfahren. Einfach nur für den Winter oder einfach nur zum Einsteigen und einfach ein bisschen querfahren, ein bisschen einfach sich ausprobieren, einfach nur Spaß haben. Nur, und dann kam im Endeffekt eins zum anderen, das Auto stand da. Das Auto war irgendwie damals schon schön. Es kam im Endeffekt mit Dose lackiert, habe ich es abgeholt. Damals war auch schon ein Spoiler drauf, also Class 2 Spoiler. Spoiler. Ich weiß gar nicht, wie genau das anfing, aber irgendwann habe ich einen E36 Touring gesehen mit einem 28er Motor, also M52. Und der war komplett ekelhaft, aber der Motor und die Achsen waren halt noch gut. Der hatte den, glaube ich, für 700 oder so habe ich das gekauft, das Auto. Und so wie das halt da war, habe ich natürlich mit Beihilfe den Motor, die Achsen, alles in dieses Auto reingebaut. Ja, und dann war das Auto natürlich erstmal schon wieder ein ganzes Stück witziger. Dann kam im Endeffekt dazu, dass ich das Auto geholt habe und der auf Borbet A-Rädern stand. Die waren damals 8,5 J breit. Ich weiß gar nicht mehr, was die für eine Einpresstiefe hatten, aber auch eine niedrigere. Die gibt es bloß, glaube ich, in 2 Größen, in 17 Zoll. Auf jeden Fall waren die damals ein bisschen zu breit für das Kfz und ich konnte das halt so auch nie abnehmen lassen. Ne? TÜV hat auch gesagt, nee, das kriegt man so nie hin. Ich wollte das Ding ja trotzdem auf der Straße bewegen. Ja, kurzerhand wieder einfach irgendwie durch Zufälle einen Breitbau gefunden in Felony auf eBay, abgeholt in Görlitz, rangespackst, gesehen, dass das ziemlich cool aussieht. Ja, dann kamen noch andere Räder dazu, weil das dann auch wieder hinten und vorne nie gepasst hat und ich dann wieder was anderes für das Fahrzeug wollte. Es waren im Endeffekt eine Reihe von Zufällen, dann kam das und das und das dazu. Dann war der Breitbau dran und ich dachte mir so, Mensch, wenn du das jetzt einfach nur weiß machst, wir hatten es erst weiß lackiert, mit der Dose einfach nur ein bisschen drüber. Vorher waren da so M-Streifen drauf und ja, dann haben aber die ganzen Weißtöne nie gepasst und dann habe ich die ganze Zeit mit mir hin und her philosophiert, naja, eigentlich könntest du es so lassen, eigentlich ist es immer noch eine Dreckskarre, aber irgendwie wollte ich es dann schön haben. Irgendwie hat das Auto mich bis dahin bei den ganzen Umbauten, alles, was man so an Zeit investiert hat und Liebe, ich hatte sehr, sehr viel auf einmal für dieses Auto übrig und dachte mir, eigentlich musst du es schön machen. Ja, gesagt, getan, ne? Die ganze scheiß Lack runtergeschliffen und einmal das Ding mattweiß lackieren lassen. Also abgeschliffen habe ich selber. Ein Lackierer hat dann einfach mal mit der Dose das schnell drüber gemacht für kleines Geld. Ja, und dann war der einmal komplett weiß. Breitbau wieder ran, alle Teile wieder reingemacht. Ja, und dann musste irgendein Design her, weil der war auf einmal so nackig. Egal welche Probleme du privat hast, du steigst in das Auto, du machst den Motor an, du weißt, was das ist. Du fühlst es einfach, du fährst und du denkst an nichts anderes. Es gibt dir einfach wirklich Freiheit.
Also im Endeffekt gilt immer der Grundsatz, mach, worauf du Bock hast, ne, sage ich auch immer. Natürlich hat nicht jeder die Möglichkeiten, dass er jetzt gleich einfach mal so von heute auf morgen selber schrauben kann, oder man muss auch in bestimmten Positionen Leute kennen, ansonsten bezahlt man echt viel Geld für die ganzen Umbauten. Aber wenn man halt wirklich Lust auf sowas hat und auch vielleicht auf so ein altes Auto, kommt ja auch immer drauf an, würde ich schon sagen, man sollte sich halt niemals stoppen lassen, auch wenn man mal zurückgeworfen wird und sich sagt, naja gut, jetzt habe ich mir ein altes Auto gekauft, jetzt kommen auf mich Kosten zu. Klar, man muss das irgendwo mit einplanen, man muss sich auf jeden Fall Gedanken darüber machen, wenn man was wirklich will. Man kann ja einfach von heute auf morgen sagen, mache ich jetzt, und dann geht es im Regelfall schief. Also gerade bei alten Autos ist es halt irgendwo Learning by Doing auch, ne? Und da muss man auch wieder davon sprechen, nicht jeder ist gelernt. Ich bin auch kein gelernter Kfz-I, ich bringe mir das auch schon jahrelang alles selber bei. Habe hin und wieder mal Leute, die mir auch was zeigen, und dann lerne ich dazu. Aber ich habe halt immer gesagt, ich will das selber können. Ne? Und ich will irgendwann an den Punkt sein, wo ich ein komplettes Auto von A bis Z alleine bearbeiten kann, bauen kann, reparieren kann. Ich bin jetzt an dem Punkt, ich kann vieles selber, aber weiß Gott noch nicht alles. Ne? Also ich lasse mir auch helfen, wenn ich mal irgendwo an einem Punkt ankomme. Aber ich suche mir dann halt die Leute. Und ich finde halt, als Frau sollte man sich natürlich auch nicht von diesen Sprüchen so unterdrücken lassen. Ne? Wenn es dann halt kommt, na, du bist doch eh eine Frau, oh, du hast ja Nägel, du schraubst eh nicht selber. Das ist halt in meinen Augen alles Mist. Ja, das stimmt alles nicht. Du kannst immer, wenn du wirklich willst, kannst du alles schaffen. Das ist einfach so. Und jede Frau sollte halt einfach sich selber vor Augen führen, dass wir sind vielleicht ein bisschen schwächer als Männer, so körperlich gesehen. Ne? Und es gibt immer Punkte, wo man sich helfen lassen muss. Aber selbst ein Mann holt sich Hilfe. Stell mir wirklich einen Mann daher, der sagt, ey, ich habe dieses Auto von A bis Z komplett alleine gebaut. Meinen größten Respekt, wenn es so ist. Aber die meisten haben ja auch Kumpels, die mal mithelfen, dort was machen. Und genauso dürfen das wir Frauen auch machen. No. Und deswegen würde ich einfach sagen, wenn eine Frau Lust auf diese Szene hat und sich gerne ein Auto umbauen will, einfach Lust auf das Ganze hat, wirklich einfach ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, welches Auto soll es sein, mit dem Auto an sich, mit der Marke, mit der Baureihe beschäftigen und dann einfach machen. Im Endeffekt wurde dieses Design früher ja schon im Motorsport gefahren. Für mich ist das Auto mehr oder weniger ein Track-Tool als auch Straßenfahrzeug. Und es musste einfach so ein crazy Look daher. Ich habe mich damals tot gegoogelt, ich habe mir Designs rausgesucht, die ich cool fand. Teilweise habe ich auch gesagt, komm, dann machen wir halt alles, was in dem Auto verbaut ist, einfach nur irgendwo hingeklatscht, fertig, dass es einfach aussieht wie ein Auto, was wirklich bei der DTM gefahren wird. Aber ich bin immer wieder bei dem Marlboro hängen geblieben. Also das geht nicht mal darum, dass ich jetzt Raucher bin oder auch Marlboro rauche, aber dieses Design auf diesem Auto mit der Form, das war einfach immer wieder so in meinem Kopf und irgendwann habe ich es einfach gemacht. Und ich finde auch, dass es die richtige Entscheidung war. Auf jeden Fall möchte ich mich bei allen Leuten bedanken, die bei dem Auto mitgewirkt haben, ganz klar. Da gilt es auf jeden Fall, man sollte auf jeden Fall für jede Sache, die man selbstlos für einen macht, immer dankbar sein. Und da ich bei dem Auto natürlich auch Hilfe hatte, an der Stelle natürlich danke an alle, die da irgendwo sich mit Gedanken gemacht haben oder irgendwas an Zeit investiert haben. Seelisch gesehen oder emotional gesehen kann ich noch immer wieder Danke an meine verstorbene Tante sagen. Die hat mich in diese ganze Szene reingeholt, seit ich ein Stift war. Und sie war immer für mich da bis zuletzt und war im Endeffekt so das einzige Familienmitglied, was ich hatte, ne? Was natürlich jetzt nicht mehr der Fall ist. Und als es sind es fast 3 Jahre, wo sie nicht mehr da ist es natürlich für mich so ein Punkt, wo ich sage, hey, du kannst stolz auf mich sein, was ich hier so mache. Ich lebe im Endeffekt trotzdem irgendwo, ich versuche meine kleinen Träume wahr werden zu lassen und ich bin super stolz auf dieses Auto und auf alles, was schon so passiert ist. Und ich hoffe, dass ich auch in Zukunft, wenn sie von oben auf mich runterschaut, auch noch immer wieder sie stolz machen kann mit allem, was noch so kommt. Ja, weil durch sie habe ich dieses Hobby. Dieses Hobby macht mich unglaublich glücklich. Manchmal auch arm, aber auch wirklich glücklich. Und
ja, einfach danke an sie, dass sie das überhaupt mir damals so möglich gemacht hat, dass ich überhaupt angefangen habe zu schrauben. Sie hat mir ganz viel mit auf den Weg gegeben. Sie hat mir ganz viele Dinge gezeigt. Sie war auch BMW, ne? Und durch sie habe ich viel gelernt und habe halt auch irgendwie in ihr immer so mein Vorbild gesehen. So, mach einfach dein Ding. Na, im Endeffekt war sie sehr erfolgreich mit dem, was sie gemacht hat. Und das ist natürlich immer noch mein größter Anreiz, dass ich sage, hey, das wünsche ich mir für mich natürlich auch. Ja, es ist immer ein Schicksalsschlag, sowas, wenn du halt so dein einziges Familienmitglied, was wirklich, wo du sagst, du hängst wirklich daran, dass deine seelische Stütze, deine beste Freundin war, einfach nie mehr da ist und du dann einfach an einem Punkt bist, also mir ging es wirklich lange Zeit schlecht, ich war auch wirklich wie in einem Loch und irgendwann habe ich gesagt, hey du musst wieder anfangen, du musst jetzt machen, dein Leben ist kurz genug und die würde sich für dich nicht wünschen, dass du mit Depressionen zu Hause hängst und aus deinem Leben nichts machst. Und deswegen habe ich auch gesagt, hey du, ich versuche auch mir oft die Frage zu stellen, wenn ich irgendwo rumsitze und sage, hey, mir geht's jetzt schlecht, wie würde sie handeln? Na, und was würde sie jetzt an der Stelle tun? Und versuche dann tatsächlich immer irgendwo mir das einzureden, guck mal, wie stark sie war, guck mal, wie sie immer alles gemacht hat und du kriegst das auch hin. Und ja, deswegen, seitdem ich diesen E36 habe, habe ich irgendwo in diesem Auto, weil das auch relativ kurz nach dem Ganzen kam. Ich habe das Auto ein halbes, dreiviertel Jahr nachdem das war, gekauft und angefangen damit, irgendwie mir Pläne dafür zu machen, auch wenn es am Anfang erstmal nur ein Spaßauto war. Aber ich verbinde dieses Auto irgendwie damit, das ist ganz komisch, aber ich gucke dieses Auto an und denke mir so, du bist der Anreiz, dass ich weitermache. Und deswegen wird dieses Auto auch niemals verkauft oder irgendwie weggehen. Ich werde mich mit diesem Auto wirklich einfach begraben lassen. Also ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, dass ihr auch einen lieben Kommentar drunter lasst, vielleicht auch mal eine Meinung zum Auto oder wie ihr das Ganze so findet. Natürlich einen lieben im besten Fall. Wenn Mädels unter euch da sind oder Leute, die vielleicht auch E36 fahren, ambitioniert sind und vielleicht irgendwie sich da wiederfinden, auch gern einfach mal einen Kommentar drunter schreiben. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch zumindest gefallen hat. Und da würde ich mich extrem drüber freuen. Und ja, auch natürlich immer einen Daumen hoch für Frauen, die natürlich auch in der Szene ein bisschen mitmischen. Das sind nie viele, aber wir können mehr werden. Es können Frauen mehr aus sich rauskommen und das ist auch noch eine Message, die ich dann natürlich auch weitergeben will, dass man als Frau sich nie einschränken lassen sollte. Deswegen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde sagen, an der Stelle würde ich mich tatsächlich dann schon verabschieden. Bis dann!